Ich habe heute 3 Fragen an dich. Weißt du, was ein Eckrentner ist und wie viel Rente er bekommt? Wie hoch sind die Renten tatsächlich? Und wie viel Steuern müssen die Rentner wirklich zahlen? Das erläutere ich heute in diesem Video anhand von 3 Beispielen. Worauf du achten musst, um Steuern zu sparen, erfährst du am Ende des Videos. Bleib also dran. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Diplom-Finanzökonom, Autorin und leite eine Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins. Ich werde jetzt anhand von 3 Beispielen einmal 1200, 1300 und zum dritten 1400 Euro Brutto-Monatsrente am Beispiel unseres Rentners reiner Zufall erläutern. Sei gespannt. Der deutsche Eckrentner oder auch als Standardrentner bezeichnet, würde eine Standardrente in Höhe von rund 1540 Euro brutto monatlich erhalten. Er hat 45 Beitragsjahre und jährlich das Durchschnittsentgelt aller Versicherten über die 45 Jahre verdient und somit 45 Entgeltpunkte erworben. Das soll der Idealfall sein. Die Realität, die sieht allerdings anders aus. Ich erläutere das mal anhand von 3 Beispielen mit 1200, 1300 und 1400 Euro Monatsrente brutto und welche Steuer fällig wird. Unser Beispielrentner reiner Zufall hat einen Rentenbeginn vom 1. Januar 2021. Er bekommt eine abschlagsfreie Altersrente und hat damit einen Rentenfreibetrag von 19%. Er ist ledig, hat keine Religion, keinen Grad der Behinderung und der Grundfreibetrag für 2021 betrug 9.744 Euro. Er hat jetzt bei 1.200 Euro brutto eine Jahresrente von 14.400 Euro und davon sind 19% lebenslang steuerfrei. Das sind in dem Fall 2.736 Euro. Das ist der Rentenfreibetrag, der sich auch das ganze Leben lang nicht ändert. Im Jahr 2021 sind also 11.664 Euro steuerpflichtig. Davon werden 102 Euro Werbungskosten zu den Renten abgezogen. Er hat insgesamt 1.595 Euro für seine Kranken- und Pflegeversicherung bezahlt. Da er nicht in der Kirche ist, kann er 36 Euro Sonderausgabenpauschbetrag abziehen und kommt auf ein zu versteuerndes Einkommen von 9.931 Euro. Damit liegt er 187 Euro über dem Grundfreibetrag und muss darauf 26 Euro Steuern zahlen. Jetzt schauen wir uns den gleichen Fall nochmal an, aber der reiner Zufall, der zahlt ja noch 50 Euro im Jahr für seine private Haftpflichtversicherung und 144 Euro für seine private Unfallversicherung. Wenn er die auch noch in seiner Steuererklärung einträgt, wird keine Steuer festgesetzt. Nehmen wir das zweite Beispiel. Er hat jetzt 1.300 Euro Rente brutto. Davon 19% vom Jahresbetrag sind 2.964 Euro Rentenfreibetrag, die das Leben lang gleich bleibt. Er hat also im Jahr 2021 steuerpflichtige Einkünfte von 12.636 Euro. Davon ziehen wir wieder die 102 Euro Werbungskosten zu Renten ab. In dem Fall sind die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung schon etwas höher. Und die 36 Euro Sonderausgabenpauschbetrag ergibt ein zu versteuerndes Einkommen, also ZVE, zu versteuerndes Einkommen von 10.771 Euro. Damit liegt er mit 1.027 Euro über den Grundfreibetrag und muss darauf 154 Euro Steuern zahlen. Jetzt nehmen wir wieder das gleiche Beispiel und wieder seine 194 Euro für die beiden privaten Versicherungen. In dem Fall wird eine Einkommensteuer von 126 Euro festgesetzt. Jetzt fällt ihm ein, er hat ja auch noch eine Nebenkostenabrechnung von seinem Vermieter bekommen und er bezahlt für den Hausmeister, für die Reinigungskosten und Wartung insgesamt 500 Euro im Jahr. Davon kann er 20% direkt von der Steuer abziehen. Also 126 Euro wurden festgesetzt. Davon werden die 100 Euro, 20% von den 500 Euro Aufwendungen abgezogen und es bleibt eine Steuer von 26 Euro.
Kommen wir zum dritten Beispiel. Im dritten Beispiel bekommt er 1.400 Euro monatliche Rente. Das sind im Jahr 16.800 Euro, also Jahresbruttorente. Davon werden 19%, nämlich die 3.192 Euro, als steuerfreier Betrag festgelegt. Also das ist dieser sogenannte Rentenfreibetrag. Somit sind im Jahr 2021 13.608 Euro steuerpflichtig. Von diesen 13.608 Euro werden wieder die 102 Euro für Werbungskosten zu Renten abgezogen. Man kann hier statt der Werbungskosten auch höhere Kosten geltend machen, wenn man sie belegen kann, was aber allerdings sehr schwierig ist. Da er nicht in der Kirche ist, also keiner Religion angehört, kann er hier 36 Euro Sonderausgabenpauschbetrag abziehen und in dem Fall jetzt hier zahlt er schon 1.860 Euro Kranken- und Pflegeversicherung. Die werden dann abgezogen und dann haben wir wieder ein zu versteuerndes Einkommen von 11.610 Euro. Damit liegt er 1.866 Euro über den Grundfreibetrag. Darauf werden 195 Euro Steuern festgesetzt. Jetzt nehmen wir das gleiche Beispiel, aber ihm fällt ja wieder ein, er zahlt ja noch 194 Euro für seine beiden privaten Versicherungen. Ja, und damit wird die Steuerlast reduziert auf 188 Euro. Wenn wir hier nochmal schauen, 195 Euro ohne die 194 Euro Versicherungsbeiträge. Und hier haben wir nur 7 Euro weniger, die an Steuern festgesetzt werden. Das hängt mit den Vorsorgeaufwendungen zusammen. Also ich sage nochmal so, die Vorsorgeaufwendungen, die sind auf 1.900 Euro begrenzt. Ich zeige nochmal hier, wir hatten hier 1.860 Euro, die er für Kranken- und Pflegeversicherung bezahlt. Und jetzt wirken sich nur noch 40 Euro steuerlich aus, bis er quasi die maximalen 1.900 Euro abziehbare Vorsorgeaufwendungen erreicht hat. Wenn er noch weitere Versicherungen jetzt hätte oder neu abschließen würde, hätten die überhaupt keine steuerliche Auswirkung. Also hat sich das nur um 7 Euro reduziert. Jetzt nehmen wir das gleiche Beispiel, aber unser reiner Zufall, der hatte 1.200 Euro bezahlt für Zahnarztrechnungen. Er hat sich eine Brille für 840 Euro gekauft und hatte insgesamt 80 Euro gesetzliche Zuzahlungen. Also Apotheke, Physiotherapie, Krankentransport, überall da, wo diese gesetzlichen Zuzahlungen zu leisten sind. Er kommt damit auf eine Summe von 2.120 Euro. Diese Ausgaben zählen zu den außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art. Und da ist immer eine zumutbare Eigenbelastung anzurechnen. Die beträgt in seinem Fall 675 Euro. Jetzt müssen wir von seinen Aufwendungen, von den 2.120 Euro, diese zumutbare Belastung abziehen, also diese 675 Euro, und es bleiben 1.445 Euro übrig, die er steuerlich geltend machen kann. Das sieht dann wie folgt aus. Er hat den steuerpflichtigen Teil der Rente, diese 13.608 Euro, abzüglich Werbungskosten zu Renten, abzüglich 36 Euro Sonderausgabenpauschbetrag. Dann hat er die 1.900 Euro maximale Vorsorgeaufwendungen, die er absetzen kann. Und jetzt noch zusätzlich die 1.445 Euro außergewöhnliche Belastungen. Jetzt hat sich sein zu versteuerndes Einkommen verringert auf 10.125 Euro und er liegt nur noch mit 381 Euro über den Grundfreibetrag. Darauf wird eine Steuer von 54 Euro festgesetzt. Jetzt schauen wir uns das gleiche Beispiel nochmal an, aber jetzt fällt ihm wieder ein, er hat ja noch eine Nebenkostenabrechnung von seinem Vermieter bekommen und hat 500 Euro in dieser Nebenkostenabrechnung, die er steuerlich geltend machen kann. Und zwar werden von den möglichen Aufwendungen, also in dem Fall sind es Hausmeister, Reinigung und Wartungskosten, 20% steuerlich abziehen.
Also 20% von den 500 Euro sind 100 Euro und die werden direkt von der festgesetzten Steuer abgezogen. Jetzt hatten wir gesagt, es sind 54 Euro Steuern nur festgesetzt worden. Er könnte aber 100 Euro absetzen. Da nur 54 Euro festgesetzt werden, können statt der 100 Euro auch nur 54 Euro abgezogen werden und es bleibt eine Steuer von 0. Die 46 Euro, die Differenz zwischen den 100 Euro und 54 Euro, ja, die verpuffen im Prinzip einfach. So, es lohnt sich also, erforderliche Unterlagen für die Steuererklärung zusammenzutragen. In unserem Beispiel waren das die Beiträge zur privaten Haftpflicht und Unfallversicherung. Man kann aber auch alle Arten von Haftpflicht, Krankenzusatzversicherung und noch weitere Versicherungen steuerlich geltend machen. Dann hatten wir die Position aus der Nebenkostenabrechnung. Man kann hier auch haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt geltend machen, weil noch Rechnungen. Und dann hatte reiner Zufall noch Aufwendungen für Zahnarztbrille und gesetzliche Zulagen. Da man am Jahresanfang noch nicht weiß, welche Kosten im Laufe des Jahres zusammenkommen, sollte man sich eigentlich gleich schon im Januar angewöhnen, die Belege zu sammeln. Allerdings wird Barverkauf aus der Apotheke nicht anerkannt, weil er nicht ärztlich verordnet wurde. Also die Kassenbons kannst du wegschmeißen. Ich erlebe das immer wieder in meiner Beratungspraxis, dass ganz viele Kassenbons aus der Apotheke mitgebracht werden, Barverkauf von Lutschbonbons über Shampoo und was weiß ich was nicht alles. Das geht nicht. Es muss unbedingt ärztlich verordnet sein. Ja, also zu den aufgeführten Positionen habe ich schon gesondert Videos gemacht. Schaut euch die einfach mal an. Auf jeden Fall lohnt es sich, Belege zu sammeln und in der Regel, wie in dem Beispiel, wie ihr sehen könnt, sparen diese natürlich auch Geld.